Es ist Sonntag 16 Uhr. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir hatten einen richtig harten Start in Mexiko. Oh ja. Wir verlassen langsam aber sicher die USA. Mit etwas Herzschmerz, aber nicht ganz so viel wie damals in Kanada. Die Zeit in den USA war intensiv. Wir haben unglaublich viel gesehen und erlebt. Manchmal weiß man gar nicht, wohin mit all diesen Eindrücken. Nichtsahnend planen wir unsere letzte Nacht auf einem verlassenen Airstrip an der Grenze zu Mexiko. Alles ruhig, alles unspektakulär, bis es draußen plötzlich abgeht. Leute, wir gehen jetzt raus, weil die sind direkt vor uns gelandet und wir sind jetzt, also ich bin ein bisschen nervös. Thiago ist nicht so nervös, aber ich schon. Ich habe noch nie sowas gesehen, das ist echt erstaunlich, geil. Ich freue mich, ich bin sowieso Flieger und alles, was mit Flugzeugen und Hubschraubern zu tun hat, freue ich mich drüber. Manu hat jetzt ein bisschen Angst gehabt. Ich bin fast auf jeden Fall in die Hosen gemacht. Ja, also in den USA will man schon nichts Verbotenes machen und dann, wenn noch sowas mit Flugzeugen ist, dann... Und Grenze. Und Grenze, ja. Schaut euch das Teil sieht aus wie eine Drohne, Mann. Leute, das ist natürlich keine Drohne. Das ist eine V-22 Osprey der US Navy. Sie startet wie ein Helikopter, fliegt wie ein Flugzeug und wird für Truppentransporte, Rettungseinsätze und Spezialmissionen eingesetzt. Also, jetzt nochmal zur Erklärung. Wir stehen vor der mexikanischen Grenze und haben uns einen Übernachtungsplatz auf I-Overlander rausgesucht und es ist ein alter Airstrip. Also man kommt ja nicht einfach so auf Airstrips. Und wir haben ja Flieger Profi Thiago dabei und ja, wir haben uns hier hingestellt. Ich zeige euch das mal. Ich kann die Kamera wahrscheinlich gar nicht drehen. Ne? Genau. Und dann irgendwann hören wir einen Helikopter und Thiago schaut auf Flightradar nach, was das ist. Und er sagt, ah geil, das ist die US Navy. Und ich so, okay. Und dann 2 Minuten später denke ich mir so, komm, ich schaue mir das auch mal an. Schau aus dem Fenster und der landet, was sind das? 500 Meter? Nein, was 500 Meter, das sind 100 Meter. Oh mein Gott, das war echt. Und wir dachten schon, scheiße, wenn wir jetzt irgendwas gemacht haben, was wir nicht dürfen oder oh mein Gott, ich dachte schon, die stürmen jetzt alle raus und umzingeln uns. Nee. Jetzt drehen die da ihre Runden. Thiago meint, das ist ein Trainingsflug, weil das ist ein neuer was? Senkrechtstarter. Ja, genau. Das ist so eine Mischung aus Helikopter und Flugzeug. Habe ich noch nie gesehen, also live. Habe die schon im Internet mal 2-3 Mal gesehen und so. Aber jetzt so live, so nah, noch nie. Echt krass. Also, das war ein amerikanischer Abschluss. Ja, also noch amerikanischer kann man nicht verabschiedet werden. Die kommt schon wieder, habe ich das Gefühl. Das könnte sein, ja. Oh, Jesus. Okay. Naja, genug für heute, ne? Ja, neu auf dem Laufenden noch mal mitgenommen werden von denen oder nicht. Guten Morgen, Freunde. Neuer Tag, neues Glück. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wo wir gestern gestanden sind. Also, hier ist der Biggie. Ja. Und da vorne ist der Airstrip. Und wir haben uns dann, wir standen gestern etwa da an der Ecke. Und der Heli ist irgendwie da vorne gelandet. Und jetzt haben wir uns dann gestern Abend, weil die haben noch die ganze Nacht geübt, ein bisschen nach rechts gestellt.
so dass wir an einem safen Platz sind. Buenos dias, auch von meiner Seite. Ja. Heute ist Grenztag. Trommelwirbel. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, die man so treffen kann für so eine Grenze. Es wird die erste Grenze, die halt nicht mehr so easy ist, wo man im Fahrzeug bleiben kann und ein bisschen durchschaukeln kann, sondern jetzt müssen wir auch aktiv werden und es ist nicht alles selbsterklärend. Darum muss man ein bisschen schauen, wo man hin muss. Aber wir nehmen euch mit. Wir sind auch ein bisschen nervös. Ja, es hat unsere erste richtige Grenze, in Anführungs- und Schlusszeichen. Klar, USA waren wir auch schon nervös. Ich glaube einfach, dass so eine Grenze immer eine gewisse Anspannung bringt. Ja, weil wenn man nicht ins Land kann, ist es vorbei. Genau. Und deswegen haben wir uns so gut wie möglich vorbereitet. Haben auch mit Leuten schon gesprochen, die die Grenze dann schon mal überquert haben. Und ja, wir haben ja jetzt hier 30 Minuten von der Grenze Mexicali geschlafen und haben uns jetzt vorbereitet. Und jetzt geht's los, würde ich sagen, oder? Attacke. Attacke. So Leute, wir haben nochmal angehalten kurz bei der Tankstelle. Haben nicht getankt, wir sind uns noch am Orientieren, wo wir jetzt hier lang müssen. Und Manu ist da im Internet dran mit Overländer und was der Teufel was. Ja, wir haben ein bisschen Angst, dass wir einfach zu groß sind. Und sobald man die USA verlassen hat, gibt es kein Zurück mehr. Ja. Also, wir bereiten uns hier nochmal ein bisschen vor und dann fahren wir weiter. So, ich glaube, jetzt sind wir aus den USA ausgereist mit den ganzen Kameras hier. Die registrieren eigentlich nur noch unser Kennzeichen. Und dann ist man aus den USA draußen. Hoppla. Kommen wir noch durch? Das hier drüben ist die Einreise der USA. Da ist deutlich mehr los. Oh ja. Ja gut, wir sind jetzt im Niemandsland, gell? Jetzt offiziell, ja. Ja. Und hier die Speedbumps, die sind so alle 20 Meter etwa. Das war ein bisschen zu schnell. Hier sieht man auch noch den Zaun dann. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, hier wird ja die Grenze durch so einen künstlichen Kanal gemacht. Also schon anders. Da hinten sind wir die ganzen LKWs und da haben wir gemeint, müssen wir durch. Gut, sind wir nicht da durchgegangen. Naja, wir wissen noch nicht, was kommt, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, wir wissen ja noch nicht, ob wir richtig sind. Hier rechts sieht man noch den Grenzzaun. Da oben. So, jetzt kommen wir zur Grenze. Mal schauen, was hier steht. Autodeklaration. Fertig Englisch, jetzt nur noch Spanisch. Wir müssen etwas deklarieren, nicht, hä? Doch, der Bibi. Ah, der Biggie, okay. Wäre ich schon falsch gefahren. Steht da niemand. Okay. Declaration Lane.
Inspection Area. Es sind 2 verschiedene Lanes. Ah, das ist schon geleuchtet. Der hat uns jetzt schon gewunken, der Grenzbeamte. Und jetzt geht es zur ersten Inspektion. Also mal schauen, wenn da noch jemand kommt. Ja, der hat mir schon gewunken. Ach so. Inspektion. So, da bleiben wir jetzt aber auch, ne? Da bleiben wir jetzt mal stehen, warten wir, bis jemand kommt. Weil das sagen wir es auch nicht genau. Hola, Hola, ¿habla español? un poco español, sí. ¿Crees que si entre en la máquina de rayos X? Co- Ok, la altura, la altura. sí, ¿cuánto es la altura? Es 4, la abertura es 4 metros. ¿Según usted, 4 metros? Sí, Sí. este, ¿Ancho? largo 10 metros. 10, 10 metros largo y altura 4 metros. 4 metros. Y de... 2 metros 60. Ok, vamos. Sí. Mein Spanisch ist nicht unbedingt so crazy, weil ich bin ja Brasilianer. Aber ich schlag mich hier irgendwie durch. Thiago spricht mit allen. Die wissen ja noch nicht genau, was sie mit uns machen sollen. Ja, weil das Problem ist, wir wissen nicht, ob wir hier runter... Also wahrscheinlich geht schon, Wir die müssen da Kameras vorne, hängen tief. so wie ich ihn jetzt vorne, wie ich ihn verstanden habe, müssen wir da vorne, wo du jetzt hinfilmst, hat es einen Scanner. Ja, sehe ich. Ja, und Da ich müssen glaube, wir die durch. Breite ist das Problem. Ja, da kommen wir nicht Ja. durch. Tiene 4 de alto y 2,60 de ancho. Achtung, du siehst, ui. Wie wir da halten. Io penso, No, no pasa. ¿no pasan? No, aquí tengo que parquear para hacer una inspección. Ok. ¿Estación aquí? Sí. Ok. Wir steigen jetzt aus. Ich glaube, unser Biggie wird jetzt inspiziert. Ja, er sagt, wir kommen nicht durch und zwar nicht mal wegen der Höhe. Die Höhe wäre 4,17 Meter, sehe ich jetzt hier angeschrieben, aber die Breite ist nur 2,30 Meter oder 2,40 Meter, wenn ich das Ja. richtig sehe. Und wir sind 2,55 Meter, somit passen wir nicht durch den Scanner. Also wird jetzt unser Fahrzeug wahrscheinlich, so wie ich das einschätze, inspiziert. Ja. Eine Stunde später, Leute, und wir sind fast durch. Es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Die Leute hier sind alle freundlich. Thiago, wir dachten jetzt eigentlich, dass wir durch sind, aber der Typ von Banjercito kam nochmals, also dort, wo man seinen Tipp beantragt. Und da muss was geändert werden wegen dem Motorrad. Da hat er irgendwas falsch eingetragen und Stand jetzt darf unser Motorrad dann nicht auf der Straße gefahren werden. Und das wollen wir ja nicht. Auch wegen dem Motorrad haben wir das Tipp für 1 Jahr bekommen fürs Fahrzeug, weil die zusammen sind. Wenn man es getrennt machen würde, könnte man für unseren LKW einen Tipp von 10 Jahren bekommen, also dass er quasi 10 Jahre in Mexiko sein darf. Und für das Motorrad dann ein einzelnes Tipp. Aber für uns reicht eigentlich 1 Jahr. Also wir wollen ja nicht länger als eigentlich 3 Monate hier sein. Für uns selbst haben wir 6 Monate bekommen. Das ist eigentlich Standard in Mexiko. Und genau, es läuft so ab, dass man in die Grenze reinfährt. Dann gibt es zuerst eine Inspektion. Da schaut sich einer alles durch, hat unter die Matratzen geschaut.
sehr, sehr freundlich, aber war alleine. Und danach parkiert man sein Fahrzeug und geht zum Gebäude, um sich das FMM, das ist eigentlich eine Touristenkarte, zu holen. Und füllt es dort aus, bezahlt das vor Ort und dann geht es weiter zum Banjecito. Dort holt man das Tipp und das hat jetzt halt eine Weile gedauert, aber wir haben auch noch junge Schweizer getroffen, so lustig irgendwie. Manchmal sind die Zufälle einfach so lustig, es war kein Mensch weit und breit. Die Grenze hier in Mexicali ist auch wirklich sehr, sehr entspannt. Aber die waren jetzt auch hier, genau, und jetzt warten wir eigentlich noch darauf, dass Thiago ist jetzt nochmal zurückgegangen, um das zu klären mit dem Motorrad. Das dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Und dann sind wir eigentlich durch. Also alles in allem eine entspannte Grenze. Die Leute sind sehr freundlich. Wir konnten alle fragen, wo wir hin müssen. Kein Problem. Und die Höhe mit unserem Fahrzeug war auch überhaupt kein Problem. Hey Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind eingereist. Es ist jetzt 11 Uhr. Das Ganze ging jetzt 2 Stunden und ein bisschen mehr. Ging aber halt länger, weil ich musste nochmal zurück. Und das ist echt crazy, wie nett der Banjecito war jetzt hier, weil der ist extra zu unserem Fahrzeug gerannt und hat gesagt, hey, mit der Permission, die ihr jetzt habt, dürft ihr mit dem Motorrad, das ihr hinten drauf habt, nur Offroad fahren. Und ich so, nein, wir brauchen das Motorrad zum Einkaufen und so. Also, da musst du nochmal zurückkommen und braucht ein separates Tipp. Das wussten wir natürlich nicht und dementsprechend musste ich nochmal zurück und dann jetzt ein zweites Tipp gegeben. Das haben wir jetzt alles hier drin, unsere ganzen Dokumente. Und jetzt sind wir angereist. Jetzt geht es als allererstes mal einkaufen. Erster Supermarkt in Mexiko. Und wir sind mal gespannt, wie das dort so ist. No te puso en mi lugar, porque te quiero mucho más que a las demás. Also wir sind mitten on the road in Mexiko und es ist so mexikanisch, wie es sein kann. Das Leben findet wieder draußen statt. Es hat Menschen, die Straßen sind, wie sie sind. Stromkabel hängen tief und Thiago wurde wirklich mitten in der Stadt von einer Wespe gestochen, am Fuß. Wie geht's dir? Willkommen geheißen werden wir auch ganz oft, das ist sehr cool. Was macht der Wespenstich? Ja, der hat mich direkt am Fuß erwischt. Wir haben die Wespen, wir haben ja da schon 5 oder 6 Stück erledigt hier drin. Ich muss mal schauen, ob wir irgendwo vielleicht ein Nest haben. Weil wir haben am einen Stellplatz, haben wir da, als ich gearbeitet habe, die Kiste repariert habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch das natürlich. Und an dem Stellplatz hatten wir einige Wespen aufgelesen. Und ja, die sind jetzt, kommen nach kommen die raus. Und jetzt habe ich eine, weil ich meinen Fuß da zum Gaspedal hingemacht habe, ist sie dann rausgekommen, hat mich gestochen, ist dann aber zum Glück direkt rausgeflogen. Also, ja, dumm gelaufen. Ja, welcome to Mexico, will mir das sagen. Jetzt schauen wir, ob es vielleicht irgendwo auf dem Weg irgendwelche Tacos gibt. Oh ja, Tacos! Und dann mal schauen, ob das heute klappt, sehen wir vielleicht unsere Fahrradfreunde wieder. Die sind in der Zwischenzeit auch schon in der Baja angekommen. Die haben aber sehr wenig Internet und es ist eigentlich wie damals, als man vielleicht noch mit Fax kommuniziert hat. Wir haben zwar einen Stellplatz ausgemacht, aber wir haben keine Ahnung, ob sie es schaffen, heute dahin zu kommen. Weil wir haben da noch ein paar Amazon-Bestellungen für sie, die wir ihnen mitbringen. Es bleibt spannend, aber Mexiko ist sehr vielversprechend und sehr aufregend. Leute, wisst ihr eigentlich, dass das ein Burrito ist? Und nicht diese Riesenteile, die wir kennen. Also im Vergleich zu einer Cola-Dose ist der so. Hast du das gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Aber Cheesecake haben wir heute auch wieder gelernt. Das heißt einfach Cheesecake oder Pie. Aber wir schlagen uns sehr gut mit unserem Spanisch. Das kommt gut. Ich würde auch sagen.
So, jetzt gibt es unseren ersten Military Checkpoint. Da kommt er schon angelaufen, er hat unser Fahrzeug gesehen und schon rennt er zu uns. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir wahrscheinlich einfach passieren können. Ciao, gracias. Und? Wie war dein erster mexikanischer Military Checkpoint? Der erste Military Checkpoint in Mexiko war sehr entspannt. Hat halt überall aufgemacht, wollte überall reinschauen. Hat ein bisschen gefragt, woher wir kommen, was wir so machen. Und ja, das war's eigentlich schon. Cool. Er war ganz netter. Ja, das sind sehr nette Menschen hier. Weiter geht's. Weiter geht's, wir haben nicht mehr weit. San Felipe is calling. We made it. Schau, wer auch schon da ist. Ja, unsere Freunde mit dem Fahrrad, kennt ihr sie noch? Ja, wir haben es jetzt erreicht, unser Ziel für heute. Guten Morgen aus Mexiko. Wir haben gut geschlafen. Wir haben unsere Freunde, die Fahrradfahrer, gefunden. Und hier haben wir noch ein weiteres Pärchen aus der Schweiz getroffen. Gestern von der Grenze, da sind wir zusammen rübergefahren. Und ja, wir zeigen euch die zweimal. Leute, wollt ihr eigentlich erzählen, was eure Pläne sind auf dem Fahrrad? Wir? Ungefähr wie ihr, nur weiter nach Süden. Ja, ihr geht noch ein bisschen weiter. Und lustigerweise seid ihr immer gleich weit wie wir. Also fahrt ihr 24/7? Meistens sind es so 5-6 Stunden am Tag, sag ich mal. Ja, das stimmt. Es gibt Tage, die länger sind, dann machen wir auch mal 8, 9. Aber es gibt auch Tage, da fahren wir nur so 2. Ja, nee, aber wir fahren nach Argentinien runter bis März 27. Ja, ungefähr. Crazy. Und im Moment auf der Baja unterwegs. Ja, wir müssen uns da noch ein bisschen umstellen, weil wir haben jetzt ein paar Eye-Overlander-Warnungen gelesen. Das war nicht so gut. Nee. Weil die zwei sind natürlich mit dem Zelt unterwegs. Und die haben nicht so eine harte Schale um sich rum wie wir. Ja, aber man kann es besser verstecken. Dafür fällt es Das nicht stimmt. ganz so doll auf. Und wie es halt manchmal ist, in den schönsten Momenten passieren die schlimmsten Dinge. Wenn wir uns heute im Schnitt die Videos anschauen, sind wir so herrlich unbeschwert, bis zu dem Augenblick, an dem das nicht mehr der Fall war. Was an unserem zweiten Tag in Mexiko passierte, erklären wir euch zusammen. Wir hatten einen richtig harten Start in Mexiko. Oh ja. Und den wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es gehören auch die schlechten Sachen dazu bei so einer Reise. Es sind jetzt für uns ein paar Tage vergangen, dass wir uns ein bisschen sammeln konnten, weil das bringt nichts, nach so einem Ereignis direkt die Kamera drauf zu halten. Ja. Aber wir hatten einen ziemlich schweren Unfall in Mexiko am zweiten Tag, als wir angekommen sind. Ja, wir sind auf einer 80er-Strecke unterwegs gewesen an der Ostküste von der Baja California. Sind dann gefahren, hatten eine Wespe, die mich schon in Mexicali nach der Grenze in den Fuß gestochen hat. Hatten wir wieder noch eine Wespe drin. Und ich wollte dann anhalten, um die Wespe rauszulassen oder sie zu beseitigen, was auch immer. Hab dann, war eine normale, wirklich schnurgerade 80er-Strecke. Man sieht genau, wo wir raus wollten. Und dann habe ich gebremst, habe meinen Blinker gesetzt, gebremst, nach links, ganz klar. Habe dann immer wieder um den Spiegel geschaut, habe ganz weit hinten einen gesehen, der da daher zu fahren kommt.
Und anschließend wir noch so 20 30 km/h schnell zum Abbiegen. Und dann hat es gescheppert, und zwar richtig, auf der linken Seite vom Fahrzeug. Der ist dann voll in uns reingefahren. Wir haben ihn dann durch den Aufprall auf die Straße geschoben, also nicht auf der Straße, in den leicht abfallenden Graben geschoben. Und ja, dann hatten wir zuerst mal einen großen Schock. Wir müssen dazu sagen, vorab, es ist niemandem was passiert. Meine werte Frau hat einige blaue Flecken davon getragen, aber ansonsten ist niemandem was passiert. Es ist echt nur Blechschaden. Und da war zwar richtig Glück, also das war echt krass, dass da niemandem was passiert ist. Und anschließend ging das ganze Karussell los mit Polizei und Versicherung. Die Versicherung kam dann aus Mexicali, das ist notabene 4 Stunden nördlich von da, wo wir waren, wo der Unfall passiert ist. Er musste dann herfahren, um das zu beurteilen und so weiter. Also dazu muss man sagen, mit dem wir den Unfall hatten, der hatte keine Versicherung. Und Nein. Darum kam nur unsere Versicherung, die wir zum Glück 3 Tage bevor wir nach Mexiko eingefahren sind, mit Baja Bound abgeschlossen haben. Ja. Und die kamen dann halt, das war dann halt der Einzige, der kam. War der Einzige, der kam, weil so direkt nach der Kollision, als alle ausgestiegen sind, wir festgestellt haben, dass es allen gut geht, war dann das Erste, was er gesagt hat, der in uns reingefahren ist: oh, ich habe keine Versicherung. Wir haben eine gute Versicherung abgeschlossen, und das war dann auch kein Thema. Die sind dann gekommen, ja, der Unfall war so um 11 Uhr vormittags, also mittags, und wir sind dann da gestanden bis etwa 9 Uhr abends, bis das dann alles aufgenommen wurde und so weiter und so fort. Wir hatten aber richtig Glück, dass alle Beteiligten eben zum ersten Mal, dass es allen gut ging und dass alles sehr glimpflich abgelaufen ist. Auch wir hatten gute Polizisten, das hat echt alles super funktioniert. Da sind wir richtig froh drüber. Wir durften unser Fahrzeug auch eigentlich nie bewegen, also wir wussten nicht, wie unsere Reise eigentlich weitergeht, nachdem das alles sich mal ein bisschen gesetzt hat, weil es sah wirklich nicht gut aus und wir wussten nicht, ob Biggie überhaupt noch fahrtüchtig ist. Ja. Und das konnten wir dann erst um 9 Uhr abends, durften wir das Fahrzeug, nachdem alles mit der Versicherung abgeschlossen war, bewegen. Und Gott sei Dank ließ sich dann auch noch alles normal fahren, also nicht irgendwie lottrig. Aber ja. Nee, wir hatten wirklich, also es hatten ein Riesenglück. Das Fahrzeug hat also klar, man sieht einen Blechschaden auf der Seite, man sieht am Rad ist was weg, der Kotflügel ist eingedrückt, aber das sind alles Schäden, die uns nicht daran gehindert haben, weiterfahren zu können. Das war richtig Glück. Genau, und wir sind dann zu einem richtig netten Österreicher gekommen. Den haben wir kennengelernt in Las Vegas war das, gell? In Las Vegas. Den haben wir dann kontaktiert und er hat dann gesagt: hey, war wie schlimm, soll ich vorbeikommen, kann ich etwas helfen? Und wir so: nee, ist alles okay. Wir wären einfach froh, wenn wir irgendwo einen Platz hätten, wo wir uns hinstellen können. Und hat er gesagt: hey, kommt zu mir nach Hause, kein Problem, ihr seid herzlich willkommen. Und das war richtig toll da, also echt so ein toller Mensch. Ja, also wir wurden richtig familiär aufgenommen. Ja. Auch unsere Freunde, die Fahrradfahrer Lilith und Sebastian, kamen am nächsten Tag noch vorbei, weil die haben irgendwie auch vom Unfall gehört. Und es war sehr, sehr, sehr viel Glück in einer schlimmen Situation. Und was man zum ganzen Unfallhergang vielleicht auch noch sagen muss und was eigentlich das Unglücklichste daran ist, und was wir davor nicht wussten, ist, dass in Mexiko langsamere Fahrzeuge den Blinker links stellen, um dem hinteren Verkehr zu signalisieren, dass sie überholt werden können. Wenn wir das in Europa vielleicht machen, dann machen wir das rechts, weil es Sinn macht. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und der hintere dachte somit, dass wir ihm signalisieren, er könnte uns überholen. Und so ist das Ganze entstanden. Und es macht für uns jetzt immer noch keinen Sinn, aber die machen das hier wirklich oft auf der Baja. Das ist uns danach auch aufgefallen.
Aber wir sind jetzt immer, auch wenn wir irgendwo abbiegen, wir machen jetzt immer die Warnblinker an. Machen übrigens alle so, hier haben wir festgestellt. Genau. Auch hier, wo wir mit dem Uber gefahren sind, wenn man hier links abbiegen muss zu unserem Platz, dann macht der Fahrer immer den Pannenblinker rein, bevor er abbiegt. Weil dann überholt niemand. Dann überholt niemand von hinten anscheinend und wir haben jetzt das einfach adaptiert. Ja, wir haben daraus gelernt. Wir mussten jetzt halt ein bisschen Schmerzensgeld bezahlen für. Naja. Aber den anderen beiden, das war die mexikanische Art, die waren sehr schnell, sehr tiefenentspannt. Wir haben da unsere Campingstühle aufgestellt, mit dem Polizisten und unseren Unfallfreunden zusammen Cola getrunken. Ja. Sie schreiben uns auch jetzt noch täglich. Also es ist jetzt, nachdem einige Tage vergangen sind, hatten wir extrem viel Glück und sind dankbar dafür, dass das so ausgegangen ist. Oh ja. Die nächsten Steps kannst du vielleicht erzählen, was wir jetzt geplant haben, weil so können wir natürlich nicht für immer rumfahren. Nein, können wir nicht. Wir müssen eine Scania-Werkstatt aufsuchen. Also hatten wir auch noch Glück, dass es in Mexiko passiert ist und nicht in den USA, weil in den USA haben wir nur eine in Houston. Unser nächster Step ist, dass wir jetzt die Tage mit ihrer Schwester von der Manuela genießen dürfen, hier im Süden von der Baja California, und wenn sie dann gegangen sind, werden wir uns in Richtung Festland machen, werden dann nach Richtung Mexico City, nördlich von Mexico City, das heißt irgendwie Tazaplan oder irgend sowas, zu Scania gehen, werden das reparieren lassen, so dass wir wieder ready sind, wenn es weitergeht mit unserer Reise. Das ist unser nächster Step. Bis dann sind wir safe. Das Fahrzeug gibt sonst keinerlei Schäden. Es fährt sich noch ganz normal. Ich habe auch unten alles kontrolliert, die Querlenker und so weiter. Und es ist alles nichts gerissen, nichts verbogen oder so. Also wir hatten richtig Glück im Unglück. Und das sind so unsere nächsten Pläne. Und ich glaube. So viel dazu. Naja, wart ihr auch mal dabei, wenn es mal nicht so rund geht? Jetzt hatten wir wirklich sehr, sehr lange nix. Wir müssen uns auch sehr umstellen hier. Es ist natürlich alles enger, das Stromkabel, und wir müssen noch ein bisschen reinkommen in Mexiko. Ja. Aber ja, wir sind um eine Erfahrung reicher. Wir sind froh, dass es allen gut geht. Oh ja. Und teilen das jetzt mit euch. Weil es gehört dazu. Ich finde immer, dass die Sache ein Teil, manche gibt es vielleicht Leute, die das nicht machen, aber so für uns war es wichtig, euch auch aufzuzeigen, dass es nicht immer nur rund geht, wenn man reist, dass viele Sachen passieren können. Manche sind ein bisschen easy, manche sind ein bisschen härter, aber es gehört zu unserem Reisealltag dazu. Wir haben gehofft, dass es nicht so crazy ist schon die Erfahrung direkt in Lateinamerika, aber wir sind jetzt mit hoffentlich allen Wassern gewaschen und freuen uns auch, dass wir alles gut überstanden haben. Danke, dass ihr wie immer dabei seid, und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Sonntag. Uns ist wichtig, das Ganze nicht zu dramatisieren und auch keine Unfallfotos vom anderen Fahrzeug zu zeigen, aus Respekt gegenüber den beteiligten Menschen. Wir würden euch gerne sagen, dass es nächste Woche entspannter wird, müssen euch aber enttäuschen. Mexiko hält uns auf Trab und für Tacos bleibt erstmal keine Zeit. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen und freuen uns, euch nächste Woche wieder unterhalten zu dürfen. Vergesst den Like und das Abo nicht.